Vielleicht wisst ihr schon, wie ionisierende Strahlung funktioniert und fragt euch wahrscheinlich, wofür man sie in der Technik heutzutage eigentlich benutzen kann. Zuerst hört sich das ja etwas beängstigend an. Viele denken bei ionisierender Strahlung sofort an Atomkraftwerke oder medizinische Anwendungen. Aber es gibt noch viel mehr interessante Einsatzbereiche. Wir werden heute einige Beispiele genauer ansehen. Ionisierende Strahlung trifft man viel öfter im täglichen Leben, als man denkt. Wir werden uns verschiedene Verfahren anschauen, von der Dickenmessung bis hin zu Radionuklidbatterien und natürlich auch die Funktion von Rauchmeldern. Feuermelder gehören zur Grundausstattung vieler Haushalte, da sie Leben retten können. Doch wusstest du, dass einige ältere Rauchmelder tatsächlich radioaktiv sind? Diese Eigenschaft trifft insbesondere auf Ionisationsrauchmelder zu, die neben photoelektrischen Rauchmeldern eine der beiden Haupttypen von Rauchmeldern darstellen. Beide Typen verfolgen das gleiche Ziel: Brände frühzeitig zu erkennen, unterscheiden sich jedoch in ihrer Funktionsweise. Ein Ionisationsrauchmelder enthält eine geringe Menge des radioaktiven Isotops Americium-241. Dieses Isotop emittiert Alpha-Teilchen, also hochenergetische Heliumkerne, die die Luft in der Ionisationskammer des Rauchmelders ionisieren. Dabei werden Luftmoleküle in positiv geladene Ionen und Elektronen zerlegt. Zwischen den zwei Elektroden im Rauchmelder wird eine elektrische Gleichspannung angelegt, wodurch ein konstanter Ionenstrom fließt. Solange die Luft in der Kammer sauber ist, bleibt dieser Strom gleich. Dringt jedoch jetzt Rauch in die Kammer ein, lagern sich die geladenen Ionen an den Rauchpartikeln an. Diese Partikel sind deutlich schwerer und bewegen sich langsamer als die ursprünglichen Ionen, was den Ionenstrom reduziert. Dieser veränderte Stromfluss lässt sich jetzt durch den Feuermelder messen und wenn ein Schwellenwert erreicht ist, wird der Alarm ausgelöst. Eine weitere Anwendung ionisierender Strahlung ist die berührungslose Dickenmessung. Stellt euch vor, ihr arbeitet in einem Walzwerk und müsst die Dicke von dünnen Blechen präzise messen, während sie durch die Anlage laufen. Berührungslose Messverfahren sind hier nötig, da mechanische Methoden das Material beschädigen oder den Produktionsprozess verlangsamen könnten. Bei der Dickenmessung wird das sogenannte Durchstrahlverfahren angewendet. Eine abgeschirmte radioaktive Strahlenquelle sendet ionisierende Strahlung durch das Material. Auf der gegenüberliegenden Seite des Materials befindet sich ein Detektor, der die durchgelassene Strahlung misst. Die Menge der absorbierten Strahlung hängt von der Dicke und der Dichte des Materials ab. Je dicker das Material, desto mehr Strahlung wird absorbiert und desto geringer ist die Zählrate am Detektor. Die Dickenmessung basiert auf dem Absorptionsgesetz, das einen Zusammenhang zwischen der Abschwächung der Strahlung und der Dicke des durchstrahlten Materials beschreibt. Durch die Analyse der Zählrate am Detektor lässt sich die Dicke des Materials genau bestimmen. Dieses Verfahren wird nicht nur bei Blechen eingesetzt, sondern auch bei anderen Materialien wie Papier, Kunststofffolien oder Beschichtigung. Vielleicht habt ihr alte Uhren zu Hause, die im Dunkeln leuchten, ohne dass sie aufgeladen werden müssen. Dieses Leuchten entsteht durch radioaktive Substanzen, die in Kombination mit speziellen Materialien einen leuchtenden Farbstoff erzeugen. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg begann die schweizerische Uhrenindustrie, Zinksulfidkristalle mit radioaktiven Stoffen zu mischen, um einen Leuchtstoff herzustellen. Die radioaktive Strahlung regte die Zinksulfidkristalle an, welche daraufhin Photonen emittierten. Die Wellenlänge dieser Photonen und somit die Farbe des emittierten Lichts lag aber häufig im grünen Bereich. Damals wurden vor allem Radium-226 und Promethium-147 als Strahler eingesetzt. Heutzutage verwendet man den sehr schwachen Beta-Strahler Tritium, da er sicherer ist und in den meisten Ländern zugelassen ist, im Vergleich zu den vorherigen, die nicht in allen Ländern erlaubt sind. Ein weiteres Beispiel für die Erzeugung von Licht durch ionisierende Strahlung ist die sogenannte Tscherenkow-Strahlung. Sie entsteht, wenn geladene Teilchen in einem Medium wie Wasser
schneller als das Licht in diesem Medium sind, wodurch ein charakteristisches bläuliches Leuchten entsteht. Dies sieht man an manchen Reaktoren bei ihrem Start. Eine weitere Anwendung ist die Tracer-Methode. Die Tracer-Methode ist eine Methode zum Aufspüren und Untersuchen von Gegebenheiten. Also nichts weiteres als das Benutzen von Tracern, um etwas zu finden. Dazu kann man auch Strahlung benutzen, um etwas zu finden, da es ja durch Abschirmung durchgehen kann und man damit auch etwas hinter einer Wand finden kann. Diese Methode kann man in einer Rohrleitung anwenden. Wie kann man denn ein Leck in einem tiefen Rohr finden, ohne das komplette Rohr auszugraben zu müssen? Ein Tracer, also eine radioaktive Substanz, wird zum Rohr hinzugefügt. Dort, wo ein Leck ist, sammelt sich dieser Tracer. Ein Detektor kann dann entlang der Pipeline geführt werden und an dem Punkt, wo eine hohe Strahlung messbar ist der Leck, da sich dort ja der Tracer gesammelt hat. Auch für die Mischung verschiedener Behälter kann dies benutzt werden. Um zu messen, wie gut ein Behälter durchmischt wird, kann man erneut radioaktive Strahlung benutzen. Am Eingang und Ausgang eines Behälters werden radioaktive Zähler verbunden. Je nachdem, wie gut es gemischt wurde, ändert sich die Zählrate. Wenn es schlecht durchmischt ist die Zählrate an einem Punkt sehr hoch und der Detektor zeigt für eine kurze Zeit eine sehr hohe Zählrate. Wenn es aber gut durchmischt ist die Zählrate mehr verteilt. Aus ionisierender Strahlung lässt sich auch elektrische Energie gewinnen, beispielsweise in Radionuklidbatterien. Diese Batterien nutzen den Zerfall radioaktiver Isotope zur Energiegewinnung. In ihrem Inneren befindet sich ein radioaktives Präparat, umgeben von einer thermischen Isolation. Die beim radioaktiven Zerfall, vorzugsweise Alpha-Zerfall, freigesetzte Strahlung wird in eine Abschirmung absorbiert, wodurch diese sich erwärmt. Alpha-Strahlung wird bevorzugt, da sie sich leicht abschirmen lässt und somit die Strahlung nach außen minimiert wird. Ein Thermoelement wandelt diese Wärmeenergie direkt in elektrische Energie um. Der Wirkungsgrad solcher Radionuklidbatterien ist mit etwa 5% relativ gering. Sie zeichnen sich aber durch ihre extrem Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Daher finden sie in der Raumfahrt Anwendung, wo eine langlebige Energiequelle benötigt wird, beispielsweise in Satelliten oder Raumsonden wie der Voyager-Sonde. Diese können damit unabhängig vom Sonnenlicht über Jahrzehnte mit Energie versorgt werden. Auch für die Messung eines Behälterfüllstands kann die Strahlung benutzt werden. Es gibt einen stabförmigen Strahler, der aber von der Flüssigkeit absorbiert wird. Auf der anderen Seite gibt es einen Detektor, der die Strahlung misst. Je tiefer der Füllstand ist, desto weniger Strahlung wird absorbiert. Aus dem Wert des Detektors kann man dann auf den Füllstand schließen. Wir haben nur einen Ausschnitt der vielen Anwendungsgebiete gezeigt, aber hoffentlich konnten wir dir einen Einblick in die Welt der ionisierenden Strahlung und ihrer vielseitigen technischen Anwendung gegeben. Hoffentlich gibst du diese strahlende Energie weiter.